Mit Explorers of Esma entsteht dank dem durch Ubisoft aufgerissenen Vakuum ein weiteres Siedler-like-Titel, welches sich unschwer an die Siedler 3 und 4 orientiert und sogar die wuseligen Massenschlachten der beiden Klassiker zurückbringt. Ich habe mich für euch daher in die frühe Demo-Version gestürzt und euch alle bisher bekannten Infos gewohnt kompakt in einer neuen Folge, die Siedler News, zusammengefasst. Der Wunsch nach einem neuen klassischen Die Siedler-Titel, der auf den beiden erfolgreichsten Serienteilen aufbaut, also Die Siedler 3 und 4, und diese dafür schlicht simpelst, ohne Kompromisse, in eine moderne 3D-Engine überführt, ist mittlerweile über 20 Jahre alt und für die Spielerschaft von damals wie heute einfach auch nicht mehr nachvollziehbar, warum man diesen No-Brainer an Videospielen nie bekommen hat und stattdessen sich mit allerlei anderen Games auseinandersetzen musste, die zwar den Namen trugen, mit den Klassikern aber insgesamt überhaupt gar nichts mehr zu tun hatten. So mussten es dann schlussendlich die Fans selbst richten, die zum einen die beiden Klassiker von damals bis heute hegen und pflegen und zum anderen über Projekte wie The First Explorers auch endlich losgelöst von Ubisoft die Geschichte der Siedler-like-Spiele fortführen. Das von Ubisoft aufgerissene Vakuum ist aber dermaßen groß, dass The First Explorers bei weitem nicht der einzige Titel mit diesem Ziel ist, weswegen vor kurzem auch Tim aus Berlin als Ein-Mann-Dev via Tipri Games seinen Hut in den Ring geworfen hat. In Explorers of Esma wurde ein neuer Kontinent namens Esma entdeckt, welcher angeblich voller Reichtümer und uralter Geheimnisse sein soll. Daraufhin machen sich Abenteurer, Entdecker und Eroberer aus allen Ecken der Welt auf den Weg, diesen für sich zu beanspruchen. Als Anführer einer aufstrebenden Macht werdet natürlich auch ihr ausgesandt, euer Können bei der Besiedlung des fremden Kontinents unter Beweis zu stellen. Gameplay-technisch erwartet euch hier ganz klassische Siedler 4-Kost, welche abgesehen von Wege bauen, und das finde ich wirklich gut, sich nicht so weit vom Original entfernt. So beginnt ihr auch hier gewohnt mit einem kleinen Wachturm, während ihr die ersten Holzfäller, Sägewerke und Steinmetze für eure Bauwirtschaft plant. Ebenfalls wie im Original kommt Explorers of Esma mit einem richtigen ATS-System um die Ecke, was euch eure Truppen dann ebenfalls ganz gewohnt auf den Gegner hetzen lässt und so in ebenfalls altbekannte knubbelige Massenschlachten mündet. Da sich ja gerade beim Wegebauen in den verschiedenen Siedler-Communities immer die Geister scheiden, sei gesagt, ohne hier das Ziel des Devs dahinter zu kennen, haben diese in der vorliegenden Demo nur einen dekorativen Zweck und kosten weder Baumaterial noch Arbeitskräfte. Ihr könnt sie also auch getrost weglassen. Die Alpha-Demo ist aber, wie der Name schon sagt, eine bereits auf den ersten Blick gut erkennbare, sehr frühe Version des Spiels, welche noch nicht den vollen Umfang bietet und wohl auch eher für Testzwecke gedacht ist. Wer das Ganze aber schon mal selbst anschauen möchte, kann das über den oben eingeblendeten Link natürlich tun. Bei Explorers of Esma soll dann der Multiplayer im Fokus stehen und euch daher auf prozedural generierten Maps mit bis zu 7 Mitstreitern siedeln lassen. Eine Singleplayer-Kampagne ist deswegen zwar noch nicht vom Tisch, wird aber erst, wenn überhaupt, zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Wie immer gilt, am besten unterstützt ihr den Dev, indem ihr ihm ein mögliches Kaufinteresse signalisiert und dafür den Titel auf eure Steam-Wishlist packt. Des Weiteren wird über den eigenen Discord-Server um euer Feedback gebeten. Ich hänge mich dementsprechend für euch dran und werde über die weiteren Meilensteine berichten, also gerne ein Abo dalassen, damit ihr nichts verpasst, und bis zum nächsten Mal.